herzlich willkommen. Ich darf heute ein bisschen darüber reden, über Simulationen und Modelle in der Hamburger Stadtverwaltung. Wie in der Beschreibung ja auch schon da war, stand, dass es um die Studie geht, die wir im letzten Jahr oder die ich im letzten Jahr durchgeführt habe, hier aus dem City Science Lab in Hamburg raus, wo wir untersucht haben, was sind denn überhaupt verschiedenste Modelle und Simulationen, die heute schon genutzt werden, und B, was wünschen sich denn verschiedenste Institutionen oder Stadtverwaltungen zu welchen Zwecken. Deswegen der Untertitel Nutzung und Wünsche. Ich glaube, ich muss hier nicht nochmal groß darauf eingehen, dass Simulationen oder Modelle als Grundlage von digitalen oder eine wichtige Grundlage von digitalen Zwillingen sind, um beispielsweise was wäre, wenn Szenarien zu ermöglichen. Vorab möchte ich auch noch sagen, dass es eine explorative Studie ist, bedeutet, es hat jetzt keinen repräsentativen Charakter. Ich sage, dafür waren es einfach zu wenig Teilnehmende, aber genau, es gibt auch keinen Anspruch darauf, irgendeine Repräsentativität von der Hamburger Stadtverwaltung zu erreichen. Ich präsentiere heute einige Ergebnisse. Eine detaillierte Auswertung gibt es dann nochmal im Rahmen von einem Paper, woran wir auch gerade angefangen haben zu arbeiten, aber was noch einiges an Zeit brauchen wird. Genau, so wird die nächste halbe Stunde strukturiert sein. Zuerst ein bisschen Einführung zu, was verstehen wir hier unter Modellen und Simulationen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Da wird auch wahrscheinlich für manche nicht so viel Neues dabei sein, für manche vielleicht schon. Dann zur Methodik der Studie, dann die Ergebnisse und am Ende noch eine kleine Diskussion und Ausblick. Dann direkt zur Einführung. Was ist eigentlich ein Modell? Was ist eine Simulation? Das sind natürlich breite Worte, die auch oft irgendwie unterschiedlich oder im Austausch miteinander benutzt werden, wo nicht ganz klar ist, was meint denn jetzt eigentlich was. Deswegen wollte ich hier einfach nochmal eine Definition liefern und klarziehen zumindest, was wir darunter verstehen. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Auffassungen, aber ich fand das die nützlichste und beste, um sich dem Thema zu nähern, gerade wenn es um eine große Bandbreite an Modellen und Simulationen geht. Ein Modell einfach als nützliches Abbild von einem Zielsystem zu begreifen, ist, glaube ich, eine der breitesten Definitionen, die man sich vorstellen kann. Beispiele davon sind hier das Miniaturwunderland in Hamburg. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist eine Eisenbahnanlage mit viel Liebe zum Detail. Dann gibt es natürlich Modelle, in dem Fall einfach ein Modell von den Landungsbrücken. Es gibt Modelle von dem Corona-Infektionsgeschehen. Damit sind wir ja leider Gottes in den letzten Jahren alle zur Genüge mit in Kontakt gekommen. Dann, das ist ein Foto von einem Modell von den niederländischen Abschlussdeichen, die gebaut wurden in den 60ern, als man noch keine Computermodelle hat man das alles einfach in einem kleineren Maßstab nachgebaut und dann so mechanisch Sturmfluten erzeugt und geguckt, halten unsere Konstruktionen dem Stand, und hat es dann anschließend verfeinert und großskalig gebaut. Und jetzt vielleicht als modernstes Beispiel noch ChatGPT, was auch einfach ein Modell ist von wie Sprache generiert wird. Ich weiß nicht, wer damit schon in Berührung gekommen ist. Also einfach ganz viele verschiedene Abbilder von ganz vielen verschiedenen Zielsystemen. Im Folgenden möchte ich Modell immer als digitales Modell oder Computermodell begreifen, also ein vorwiegend digitales Abbild von einem Zielsystem. Also kein physisches, wie jetzt diese niederländischen Wellenmacher sind, sondern ein digitales Modell. Wie entsteht so ein Modell? Vielleicht auch hier nochmal, um das konzeptionell einzufangen. Wir haben ein Zielsystem, von das wir abbilden wollen, oder das natürliche System Realität in Anführungszeichen, abgegrenzt auf eine Stadt oder einen gewissen Bereich in der Stadt. Dann haben wir verschiedene Personen, die verschiedene Interessen verfolgen oder Zwecke haben, wozu sie dann eigentlich genau dieses Modell benutzen wollen. Und die erstellen dann in einem Codierungsprozess dieses Modell oder ein formelles System und bilden etwas ab im Digitalen. Wenn das passiert ist, kann eine Simulation erfolgen mit dem Modell, sodass man verschiedene Sachen testen kann. Und die Modellierungsbeziehung hält, wenn man den Dekodierungsprozess wieder anstößt, also die Ergebnisse überträgt auf die Realität und in der Realität mehr oder weniger das Gleiche passiert, wie auch in der Simulation passiert. Dann haben wir das Modell, an dem wir alle möglichen Dinge austesten können und die Erkenntnisse daraus wieder auf die Realität übersetzen. Aber ganz wichtig sind eben die Subjekte in der Mitte und die Zwecke, für die diese ganzen Modelle verwendet werden. Nochmal kurz als grobe Unterscheidung. Es gibt statische und dynamische Modelle. Das ist eine Art, wie man die ganzen Sachen konzeptionell unterscheidbar machen kann. Statische Modelle bilden den Zustand von einem Objekt
zu einem einzelnen Zeitpunkt ab, beispielsweise ein klassisches 3D-Stadtmodell, was einfach einen Zeitpunkt einfängt und da das Modell zeigt, man kann sich dann darin bewegen. Oder dynamische Modelle, die eben verschiedene Zustände von einem Objekt über verschiedene Zeitpunkte abbilden. Da kann man beispielsweise an die Klimamodelle von dem Intergovernmental Panel of Climate Change kennen, was genaue Vorhersagen macht. Bis 2050 werden wir die 1,5 Grad wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wie kommen wir jetzt von einem Modell zur Simulation? Ich hatte es eben schon mal gesagt, man kann ein Modell dann simulieren, und Simulation begreifen als einen Prozess durch einen anderen Prozess imitieren. Und dafür eignen sich vorwiegend dynamische Modelle, weil man in einem dynamischen Modell mehrere Zustände von Systemen abbilden kann, statt einfach nur einen spezifischen Zustand, der sich nicht verändert. Man kann dann unterscheiden zwischen experimentellen Simulationen, wo man 'n physischen Prozess mit einem physischen Prozess abbildet, also wieder dieses Beispiel aus den Niederlanden, wo man tatsächlich die Sachen nachgebaut hat und dann Wellen erzeugt hat und das dann einfach im kleineren Maßstab getestet hat, und das dann auf einen anderen physischen Prozess übertragen hat. Oder man kann es eben in 'ner Computersimulation abbilden, was heute gemacht wird, weil es deutlich kostengünstiger ist, als im Maßstab 1:100 die komplette Nordseeküste nachzubauen. Genau daraus leiten sich im Kontext digitaler Zwillinge, wie ich vorhin auch schon kurz gesagt hatte, folgende Forschungsfragen ab, die wir untersuchen möchten, nämlich welche Modelle und Simulationen heute denn eigentlich schon Eingang finden in verschiedene Entscheidungsprozesse von den Akteuren, eben diese Subjekte, die in der Mitte stehen. Und dann aber auch, was für die Zukunft oder was auch dann für uns spannend werden könnte für die Entwicklung von verschiedenen Instanzen von Zwillingen. Welche Modelle und Simulationen wünschen sich unterschiedlichste Akteure zu welchen Zwecken der Stadtentwicklung, einfach um so ein Spektrum mal zu haben. Daher auch der explorative Charakter dieser Studie, einfach mal so ein bisschen reinzufühlen. Wir wissen natürlich vor allem wir aus der Wissenschaft, wo wir nicht täglich in Berührung sind mit verschiedensten Referaten oder Abteilungen, gibt es gar nicht so viel Wissen oder kaum Studien darüber, was dann tatsächlich verwendet wird oder wie diese Entscheidungsfindungsprozesse, die sich auf den Stadtraum auswirken, stattfinden und mit welcher Datenmodell oder Simulationsunterstützung das passiert. Dafür haben wir versucht, 'ne experimentelle, bisschen spielerische Herangehensweise zu wählen, auch um sich dem Thema digitaler Zwilling, das vielleicht einigen nicht ganz so bekannt ist, auch in der Stadtverwaltung näher zu bringen. Und wir haben sogenannte Sensitization Packages entwickelt. Das sind diese Boxen, die man in dem Bild abgebildet sieht, die jeweils verschiedene Bauteile für ein Lego-Modell enthalten haben und haben diese Packages mit 'nem Begleitbrief an 87 ausgewählte Abteilungen und Ämter der Stadt Hamburg geschickt, wo dann drin steht ein bisschen Hintergrund zu dem Projekt, was wir machen, zu CAD, aber eben auch, warum machen wir die Studie, was hat das Ganze mit Simulation und Modellen zu tun, was verstehen wir unter Simulationen und Modellen und einfach ein bisschen Kontext gegeben. Die Personen hatten dann jeweils einen individuellen QR-Code bekommen und mit diesem QR-Code sind sie auf eine Website gekommen, wo sie eben einmal dieses Lego-Modell, was sie dann physisch vor sich hatten, als in Anführungszeichen digitalen Zwilling gesehen haben. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das jetzt ein vollumfänglicher digitaler Zwilling ist oder nicht, aber um dieses Prinzip klarzumachen, welche Technologie dahinter steckt oder welche Mehrwerte die bringen könnte, war das Mittel der Wahl. Wir haben dann eine Datenerhebung in 2 Phasen gemacht, nämlich einmal eine Umfrage, wo wir einfach ganz klassisch abgefragt haben, Hintergrund von dem der Teilnehmenden. Was ist das für eine Dienststelle? Welche Diensttätigkeiten? Wie viel Erfahrung, Berufserfahrung liegt schon vor? Was glauben die Teilnehmenden, haben sie für Auswirkungen auf den Stadtraum? Und dann auch, welche Modelle und Simulationen werden aktuell verwendet von ihnen? Wo sie einfach angeben könnten, was ist 'ne Liste, wie sieht ihre jetzige Arbeit aus oder die Tätigkeiten aus und wo spielen da Modelle und Simulationen eine Rolle? Und für den zweiten kreativeren Teil, wo wir wissen wollten, was ist denn für die Zukunft spannend oder was könnte da interessant sein für sie, konnten sie den digitalen Zwilling, in Anführungszeichen, genauer erkunden und da Beiträge schreiben und auch die Beiträge von anderen Institutionen sehen und mit denen interagieren. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare schreiben et cetera. Und eben Fragen, Ideen, allgemeine Punkte beisteuern. Das sah dann folgendermaßen aus. Hier ist 'n kurzer Run-through. Man hat sich dann eingeloggt, hat hier diesen digitalen Zwilling gesehen, hat einfach mal ein paar Dummy-Daten gehabt oder
mögliche Sachen, die man da einbauen könnte, verschiedene Ansichten von dem Zwilling, hier so eine Fußgängeransicht und dann eben auch mögliche Modelle und Simulationen, also wie beispielsweise so ein Luftqualitätsmodell. Dann sieht man, wie sich in dem Zwilling von dem physischen Lego-Objekt, was sich vor den Personen befunden hat, die Dinge ändern. 'N Schattenwurfsmodell, wo man sehen konnte, so und so verhält sich dann der Schattenwurf zu einer gewissen Tageszeit, auch wieder zu unterschiedlichen Zeiten. Man konnte dann da so ein bisschen mit rumspielen und man konnte dann jeweils verschiedenen Stellen Beiträge dazu schreiben oder eintippen, was man dazu denkt, wenn man Anknüpfungspunkten zu den eigenen Tätigkeiten gesehen hat, das da reinschreiben, Ideen beitragen, Wünsche et cetera. Weiteres Beispiel war noch, 'ne Windsimulation. Wie gesagt, alles nicht Daten, die tatsächlich errechnet wurden, sondern einfach nur, um konzeptionell zu zeigen, was wäre denn da möglich. Und als allerletztes noch so eine Starkregensimulation, wo man hier zeigen konnte, wie sich denn verschiedene Niederschlagsmengen auf dieses Lego-Modell auswirken können. Ich hoffe, damit ist, einigermaßen klar geworden, wie wir da rangegangen sind, wie wir die Beiträge gesammelt haben. Die verschiedenen Sachen zu den Hintergründen und so haben wir selbstverständlich nicht geteilt, sondern nur, wenn es um dieses Ideen finden, interessante neue Anwendungsfälle finden oder Simulationen sich wünschen ging. Dafür haben wir eben diesen kreativeren Generative Design Ansatz gewählt. Jetzt zu den Ergebnissen, was rausgekommen ist. Wir haben relativ guten Rücklauf bekommen, also von den 87 unterschiedlichen Adressaten, die wir angeschrieben haben, an die wir Boxen versendet haben, haben wir Rückmeldung von 28 Institutionen bekommen, was 32 Rücklaufquote entspricht, was also durchschnittlichen Werten von 10 bis 15%, denke ich, als ganz gut zu bewerten ist. Und die gesamten Rückmeldungen, also teilweise haben dann auch drum gebeten, wenn sie noch interessante Leute kennen, dann doch bitte die Box weiterzugeben und das weiterzuleiten, haben wir 38 Rückmeldungen bekommen, also von manchen Institutionen oder Ämtern dann mehrere Personen, die sich da zurückgemeldet haben, was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Hier sieht man nochmal eine Übersicht. Die meisten Rückmeldungen kamen von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Das Bezirksamt Hamburg Nord hat sich dann auch nochmal eingebracht. Dazu vielleicht die kurze Anmerkung, dass Hamburg als Stadtstaat auf verschiedenen Ebenen seine Verwaltung organisiert hat und dass sowohl die Bezirksämter, die sozusagen die Kommunen wären in einem Flächenstaat, als auch die Behörden oder die Ministerien auf Landesebene mit eingebunden wurden und wir auch eine diverse Rückmeldung also ein bunter Strauß an verschiedensten Institutionen bekommen haben. Die Berufserfahrung von den Teilnehmenden streckt sich auch von gerade frisch im Beruf und angefangen bis hin zu 30 Jahre plus Berufserfahrung mit einem Mittelwert so um die 5 bis 10 Jahre. Also auch da eine relativ breite Abdeckung oder breite Eindrücke von verschiedenen Einzelpersonen bekommen, die die Box erhalten haben. Was ich auch interessant fand, war die Auswirkungen, wie sich die Teilnehmenden selbst eingeschätzt haben. Also wir hatten gefragt, wo glauben Sie denn, hat Ihr auf welches urbane Subsystem hat Ihre Arbeit Einfluss? Also beeinflussen Sie die sozialen Systeme, die ökologischen Systeme, die technischen Systeme oder mehrere? Also man konnte auch alle drei ankreuzen. Man sieht ungefähr 2 Drittel sagen, okay, wir haben Einfluss auf soziale Systeme und technische Systeme, auf ökologische Systeme ein bisschen mehr als ein Drittel. Also da haben wir leider nicht so viele Leute erreicht, die sagen, dass sie auch Einfluss auf die ökologischen Systeme von der Stadt haben. Jetzt zu den Ergebnissen, für was für Modelle und Simulationen gerade aktuell im Status quo in Verwendung sind. Da wurden unterschiedlichste Simulationsmodelle genannt, die dann im Nachhinein aufgrund von der Beschreibung, die mitgeliefert wurde, also wir haben gefragt nach einem Namen für das Modell oder die Simulation und nach einer Beschreibung, was sie damit machen und welchen Zweck, dann von mir manuell eingeteilt wurden in dynamische und statische Modelle. Also Dinge, die A, was über Prozesse über einen Zeitablauf einteilen können und B, einfach nur einen Zeitpunkt der Stadt sozusagen einfangen. Was man sieht oder relativ schnell erkennen kann, ist, dass sowohl der FHH-Atlas, das Geoportal hier in Hamburg ist, auf das die Verwaltung Zugriff hat, wo einfach verschiedenste Datenlayer angezeigt werden, statisch, eines der meistverwendetsten Modelle ist und dann auch schon das 3D-Stadtmodell oder das 3D-Stadtmodell sogar noch als einmal häufiger genannt wurde als verwendetes Modell in der täglichen Arbeit. Dann gab es noch einige Pläne, die da genannt wurden, also die Leitungstrassenplanung, verschiedenste BIM-Modelle von Brücken, Straßen et cetera.
Sozialmonitoring wurde genannt, geologische Modelle, statische Abbilder von dem Radverkehr, wo einfach nur die Daten eingefangen wurden und man so Peaks im Radverkehr gesehen hat, aber jetzt keine dynamische Entwicklung simuliert wurde oder die Prozesse, die dahinter stehen, nicht simuliert wurden. Hafenmodell war auch noch mit dabei. Dynamische Modelle gibt es ein Decision-System für Straßen. Es gibt verschiedenste Lehrmodelle, die sich aufgrund von unterschiedlichen Bebauung oder Maßnahmen den Lärm vorhersagen. Natürlich Verkehrsmodelle, dann ganz grundsätzlich Prognosemodelle, da haben wir leider nicht nähere Angaben bekommen. Hochwasser, Kaltluftschneisen, Wärmeinseln, wo man auch über verschiedene Möglichkeiten der Stadtgestaltung dann simulieren kann. Okay, wie verhält sich das dann mit Kaltluft, Wärmeinseln, Schattenwurf etc. oder mit dem Wind? Wenn man die Modelle jetzt jeweils den verschiedenen Behörden zuordnet, sieht man, dass die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende mit besonders vielen Modellen arbeitet. Die Bezirke haben auch einige Modelle, die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen auch, die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft ein bisschen weniger und dann verschiedenste andere Teilnehmende, wo eben auch nur 1 oder 2 Rückmeldungen kamen, dementsprechend nochmal weniger. Was ich hier auch wieder interessant fand, ist, dass sich das natürlich auch deckt mit der Einschätzung vorhin. Wir hatten nicht so viele Teilnehmende, die Einfluss auf ökologische Systeme hatten und auch dementsprechend weniger Modelle, die einfach aufgrund der Teilnehmerzahl von der BUKEA, also der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft gekommen sind. Das Ganze mal nach Zwecken aufgegliedert, also was sind denn verschiedenste, wofür werden denn die eigentlich verwendet? Das haben wir selbst kodiert oder geclustert aufgrund der Beschreibung, die mitgeliefert wurde. Ist der überwiegende Großteil für tatsächliche Planungsvorhaben, die in den Behörden abgestimmt werden. Da viel als Datengrundlage, vor allem der FHH-Atlas und die 3D-Stadtmodelle einfach die als Grundlage zu haben für verschiedenste Planungsinterventionen in verschiedensten Stellen. Verkehrsinfrastruktur als ein spezifischer Typ der Planung, der mit diesen Modellen und Simulationen gemacht wird, Lärmschutz, Szenarienentwicklung, Prävention, also Lärmprävention, aber auch Hochwasserschutz etc. Untergrund einfach als generelle Planung, dann Sozialplanung, städtebauliche Planung, BIM und Wohnraum. Also dieser ganze Bereich hätte ich jetzt einfach mal unter Planung zusammengefasst. Einige Modelle wurden auch gar nicht direkt verwendet sondern es wurde gesagt, dass die zwar schon Eingang in die Arbeit haben, aber dass die vergeben werden durch Gutachten an verschiedenste Ingenieursbüros, die dann Szenarien durchrechnen. Dann kommen die Ergebnisse zurück, sodass die gar nicht direkt mit den Modellen oder mit den Simulationen gearbeitet wird. Allgemein wird noch als Zweck, warum man sie verwendet, gesagt, dass damit die Effizienz der Arbeit gesteigert werden kann und dass es verschiedenste Grundlagenmodelle erarbeitet wurden für verschiedene andere Behörden auch. Visualisierung war noch ein Thema und Monitoring und Beteiligung auch ein Zweck von den verschiedenen Modellen. Da sind ja die Kollegen oder Kolleginnen von der Stadtwerkstatt und DIPAS auch sehr aktiv. Genau, den Schritt weiter gesprungen zu den verschiedenen Beiträgen, die geliefert wurden im digitalen Zwilling, sieht man hier aufgefächert den bunten Strauß an Wünschen oder an Ideen, die da kamen für Modelle, für die sich verschiedenste Mitarbeitende der Stadtverwaltung gerne wünschen würden. Da haben wir 32 Beiträge bekommen, davon 3 Kommentare, wo auch teilweise diskutiert wurde, was sind denn die generellen Limitationen, braucht man überhaupt Simulation oder nicht? Da gab es auch eine Diskussion, die sich da entsponnen hat. Deswegen ist dieser orangene Balken Teil generelle Anmerkungen. Ich denke, das ist ein bisschen schlecht zu lesen hier, weil es so klein ist. Und es gab auch noch 14 Reaktionen zu anderen Beiträgen. Also es gab dann Institutionen, Ämter, Abteilungen, Personen, Mitarbeitende, die gelesen haben, was andere geschrieben haben und auf Daumen hoch geklickt haben. Es gab keine anderen Reaktionen, es war immer noch Daumen nach oben. Von diesem schönen Fächerdiagramm einmal reingezoomt, möchte ich einmal reinzoomen, ein bisschen Näheres dazu erzählen, was sich denn jetzt wieder im Bereich Modelle und Simulationen genauer gewünscht wurde. Was ich hier auch interessant finde, ist, dass es komplementär ist zu vorher. Also wenn man sich hier nochmal den Anteil der dynamischen und statischen Modelle anguckt, dann haben wir hier statische Modelle zu 2/3, 1/3 dynamisch. Und wenn wir hier zurückgehen, dann haben wir hier, was sich gewünscht wird, 2/3 dynamische Modelle, wo man wirklich zeitabhängige Entwicklungen sehen kann und 1/3, grob gesagt, statische Modelle. Erstmal zu den statischen. Da gab es ein großes Ding mit Bauvorhaben, einfach das verschiedenste Bauvorhaben oder Planungsvorhaben aus unterschiedlichen Perspektiven
visualisiert werden sollen, einfach statisch da, und dass die optimiert werden sollen. Also Optimierungsmodelle, um die Position und Ausrichtung von Gebäuden auf einer gewissen Fläche auch hinsichtlich Energieeinsparpotenzialen da vom Computer generieren zu lassen. Also hier einmal Visualisierung und Optimierung hier außen. Für die Es wird sich ein Gebäuderegister gewünscht, also ein Modell von den verschiedensten Gebäuden der Stadt mit Daten zu Alter, Geschossigkeit, Eigentümerstruktur, Nutzung und gegebenenfalls Anzahl der Wohnungen und Erreichbarkeitsmodelle von Nahversorgung und Mobilitätsangeboten. Im Bereich Simulationen gab es einen bunten Strauß an Ideen, die reinkamen über die verschiedensten Beiträge. Einmal aus Stadtentwicklungssicht, Simulation von demografischen Entwicklungen. Wie sind gewisse initiale Bevölkerungen, die in Quartiere einziehen, die noch nicht gebaut sind? Was zieht das an? Wie würden sich Wohnungsmärkte entwickeln? Der Hafen unter Klimawandel-Gesichtspunkten und Grünflächen, das ist hier dieser Bereich Stadtentwicklung. Umwelt, Simulation von Umweltereignissen, also Niederschlag, Klima, Luftqualität, Schatten, Wind. Zum Thema Mobilität wurden sich spezielle Mobilitätssimulationen für Kinder gewünscht, also speziell das Mobilitätsverhalten von Kindern zu untersuchen und da Modelle zu finden, wie die zu Einrichtungen, zu denen sie gerne kommen möchten, finden. Modelle, Simulationsmodelle, mit denen man den Radverkehr optimieren kann oder den Radverkehr simulieren kann unter Berücksichtigung von verschiedenen Interventionen, die Auswirkungen von verkehrsberuhigten Zonen, 'ne Simulation dazu oder zur Erstellung von Visionen zur Verkehrswende. Also ganz klassisch, wenn wir jetzt hier eine autofreie Innenstadt machen wollten, war, glaube ich, das Beispiel, wie sich das auswirken würde auf verschiedenste andere urbane Systeme. Zum Thema Energieversorgung wird sich eine Simulation von dem Einsatz von erneuerbaren Energien und anderer Wärmepotenziale, also Abwärme von U-Bahn-Schächten, Abwasser et cetera gewünscht. Und so prinzipiell gab es noch einen Bereich Feedback, so angemerkt wurde man, es wäre doch spannend, mal die Kipppunkte zu wissen von gewissen urbanen Systemen und die Rebound-Effekte. Also die Tipping Points sozusagen, kennt man ja vielleicht schon aus den Klimawissenschaften, oder die Rebound-Effekte, wo man sieht, okay, was sind denn eigentlich nicht gewollte Effekte von gewissen Interventionen, die wir planen? Und wie wirkt sich das vielleicht wieder aus und wirkt dem sogar entgegen? Also was sind da positive beziehungsweise negative Feedback-Loops, die wir vermeiden wollen? Und zuletzt für soziale Infrastruktur wurde sich ein digitales Sozialmonitoring für die ganze Stadt gewünscht, also Daten zur Bevölkerungsentwicklung einmal der Vergangenheit, aber dann auch dynamisch in der Zukunft, wie es da verschiedene Trajektorien geben wollte in verschiedensten Bevölkerungszusammensetzungen. Also kurz zusammengefasst, die hauptsächlichen Erkenntnisse, die ich jetzt da rausziehe, ist einmal, dass es eine gute Rücklaufquote gab von den Institutionen, die über 30% lag, wenn man die Einzelpersonen nimmt, sogar über 40%. Die Antworten decken im breiten Bereich von der Stadtverwaltung ab und der Erfahrung der Mitarbeitenden in beiden Hinsichten. Mit Abstand meistgenannte Modelle ist der FAH-Atlas und das 3D-Stadtmodell, die aktuell verwendet werden. Aktuell werden auch nur wenige dynamische Modelle verwendet. Also der Großteil der aktuellen Modelle bildet nur einen Zeitpunkt ab. Im Gegensatz dazu sind die meist gewünschten Modelle dynamisch und heterogen in den abgebildeten Zielsystemen, also eben illustriert an diesem bunten Strauß an Möglichkeiten, wo man gerne verschiedenste Entwicklungen über Zeit sehen wollte. Und es gibt aber auch potenzielle Synergieeffekte. Also einige Modelle, die sich gewünscht wurden, wurden in anderen Verwaltungseinheiten bereits angewendet, wenn es jetzt um Wärmeinseln geht beispielsweise oder um Starkregen, Niederschlagsereignisse, Überschwemmungen et cetera. Also, da ist schon einiges an Expertise vorhanden. Ich frage mich dann nur manchmal, ob die verschiedenen Parteien auch schon voneinander wissen, beziehungsweise wo dann was tatsächlich vorhanden ist und benutzt werden kann oder von wem und wie. Zum Abschluss eine kurze Diskussion der Ergebnisse von meiner Seite. Ich freue mich dann auch gerne über Anmerkungen, kritische Anmerkungen oder Fragen im Nachgang an den Vortrag. Zunächst mal zu den Limitationen. Es ist, wie bereits erwähnt, eine explorative Studie, also wir können keinen Anspruch auf Repräsentanz erheben. Es hat auch nur innerhalb der Hamburger Verwaltung stattgefunden, von dem her schon erst recht nicht irgendwie überregional. Aber auch innerhalb der Hamburger Verwaltung ist es dann einfach viel zu wenige Rückmeldungen oder Leute
erreicht oder auch erreichen wollen, um da Aussagen für die ganze Stadtverwaltung zu treffen. Teilweise war es unklar, wie man Tools einordnen soll. Also der FAH-Atlas beispielsweise ist ja auch eine Sammlung von Modellen, weil eben verschiedenste Simulationsergebnisse ja auch abgebildet werden. Also, es gibt ja Bevölkerungsprognosen, die als Datenlayer in so 'nem Tool liegen. Deswegen ist es teilweise schwer, das einzuordnen. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir gesagt haben, je nachdem, wie beschrieben wurde, wie dieses Modell genutzt wird, haben wir es dann eben als statisches, Modell oder als dynamisches Modell eingeordnet als Beispiel jetzt. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass die Methode, die wir gewählt haben, mit diesem spielerischen Ansatz, mit dem Lego-Modell und dem digitalen Zwilling zu einer Verzerrung der gewünschten Modelle geführt hat, eben wenn man dort hauptsächlich dynamische Modelle simulieren konnte. Vielleicht war das auch ein Grund, warum die dynamischen Modelle dann überwiegend gewünscht wurden. Ich würde jetzt die Ergebnisse als erstes Indiz sehen für weiteres Interesse an Simulationen in unterschiedlichsten Bereichen, also aufbauend auf den weit verbreiteten statischen Modellen, die man heute schon hat, auch zu schauen, wie sehen die Dynamiken aus in Zukunft und dieses Wissen tatsächlich auch in der Verwaltung anwenden zu können und nicht auszulagern, sondern dass es innerhalb der Verwaltung schon mal zumindest in Teilbereichen von verschiedensten Arbeitsprozessen angewendet wird. Was sicherlich sinnvoll wäre, wäre 'n konzeptionelles Ineinanderwirken der Modelle, also beispielsweise jetzt am Wohnungsmarktmodell und der Demografie, die sich natürlich beide bedingen, die irgendwie, wenn man sie in 'nem Zwilling vereint oder wenn man sie in verschiedene Instanzen von 'nem Zwilling einbaut, so zu gestalten, dass sie auch interoperabel sind, dass sie miteinander kommunizieren können und verschiedenste Methoden eben so kombinierbar sind, um diese Modelle ineinander wirken zu lassen und dann jeweils die akkuratere Ergebnisse zu liefern. Aber was natürlich auch sinnvoll wäre oder notwendig wäre, wenn man überlegt, wie man die bereits bestehenden Modelle dann, noch in Zwillingsinstanzen einbetten möchte, wäre eine umfassendere Erfassung. Also, ist auf jeden Fall notwendig, wenn man bereits verwendete Lösungen erfassen will, weil wir jetzt ja, wie gesagt, nur so kurz blitzlichtartig in verschiedensten breiten Spektrum an Behörden, Rückmeldungen bekommen haben. Zum Thema weiterer Forschungsbedarf hat sich mir die Frage gestellt, ob es mögliche Synergien mit Leipzig und München gibt. Also, ob man nicht eine ähnliche explorative Studie, ob es da nicht auch Interesse gibt, sowas in Leipzig oder München durchzuführen, aufbauend auf dem Tool in Hamburg. Also, die Software gibt es dazu. Man bräuchte sozusagen nur die verschiedenen Ansprechpartner, das aber auch mit einem Fragezeichen. Was auch noch mal interessant wäre, wäre zumindest aus wissenschaftlicher Sicht oder aus dem, was wir jetzt rausgefunden haben, wären die Betrachtung von den Zwecken, für was es genau benutzt wird, weil da war die Rückmeldung immer relativ kurz oder ging in ganz verschiedene Richtungen und sich da noch mal genauer mit auseinanderzusetzen: „Okay, wofür wird das denn jetzt eigentlich genau verwendet?“ Und da gäbe es möglicherweise auch 'ne Anknüpfung an die Use-Case-Beschreibungen von T2, die ja schon erarbeitet worden sind. Genau, was auch ein weiterer Forschungspunkt sein könnte, ist, mögliche Workshops mit interessierten Studienteilnehmenden. Also, wir haben zum Teil die Adressen, bekommen oder Interessensbekundungen bekommen am Ende von der Umfrage, dass man gerne auf die Person zugehen kann, um dann entweder weiter nachzudenken oder, zu über weitere Daten zu erheben, wie sich das dann genau, welche Modelle sich vielleicht noch gewünscht werden würden oder wie denn so 'ne Benutzung in dem speziellen Tätigkeitsfeld, in dem dann die Personen sich befunden haben, aussieht. Von dem her auch das Angebot von meiner Seite aus, wenn es da Interesse gibt, jetzt, ich denke mal vorwiegend von den Hamburger Akteuren, da da noch mal 'n genaueren Einblick zu haben in die Ergebnisse, dann, können wir uns gern zusammensetzen und da vielleicht auch Kontakte, die vielleicht vorher noch nicht bestanden haben, aufbauen oder, ich kann die zumindest vermitteln. So viel, von meiner Seite und von meinem Bericht zur Studie. Ich hoffe, ich bin nicht allzu schnell durchgegangen und, freue mich auf, verschiedene Fragen.